Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar der zweite Teil vom Schildbau. Also beziehungsweise von der Überarbeitung meines alten gekrebsten Schildes. Dann hoffe ich mal, der erste Teil hat euch schon gefallen. Dann freut euch jetzt auf den zweiten. Im zweiten werden wir dann rundum die Metallbeschläge machen. Wieder den Drachen drauf. Und noch so ein bisschen, was sonst noch so mir einfällt. Vielleicht noch ein bisschen mehr wie beim Original, was ich mir gebaut hatte. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja, dann bleibt dran. Wir sehen uns. Dann habe ich schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Das Teil hier wird ein bisschen anders wie das alte. Das werde ich hier oben wieder so ein bisschen draufsetzen. Da muss ich aber dann noch gucken, in der Kante. Obwohl, das könnte ich eigentlich auch jetzt schon mal anzeichnen. Dann habe ich hier noch 3 mm Matten geschnitten. Die sind 9 cm breit. Das hat sich eigentlich für einen Schildrand bei mir eigentlich ganz gut bewährt. Ja. So. Gucken wir mal. Das wollen wir ja hier sein. Dann lege ich das mal auf. Beziehungsweise da sollte man vielleicht auch mal gucken, ob wir die Mitte noch gemessen kriegen. Circa wenigstens. Das sind dann so ungefähr 29, ich habe 14,5 ungefähr. Ich hoffe, dass das ungefähr hinkommt. So, dann legen wir das Ganze hier mal auf. Machen hier. Einfach eine Linie. Da ist noch ein Cuttermesser. Und dann sollte das eigentlich passen. Ja, weitgehend. Die Linie machen wir noch ein bisschen länger. Weil da kommt ja nachher noch die Dreiermatte drüber und dann wird man davon nicht mehr viel sehen. Das wäre natürlich dann jetzt so da. Einmal haben wir jetzt rundherum alles dran gemacht. Dann fangen wir jetzt mal an, das Ganze zu kleben. Das mache ich mal wieder, damit es zügiger geht. Mit Heißkleber. Beziehungsweise, ne, Leute, wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Wir müssen noch die Kanten brechen. Zwar schneiden wir hier noch einmal rundherum so eine 45 Grad Phase rein, damit der Rand auch nachher schön abgerundet ist. Hätte ich fast vergessen. Das ist immer, ich gebe immer euch so viele tolle Tipps und dann vergesst es nachher selber. Dann werden wir mal anfangen, das Ganze hier dran zu machen mit der 3 mm Matte. Jetzt soll ich schon hier alles dran hängen. Ich glaube, ein bisschen nachladen können wir auch noch. So. Fangen wir mal am besten hier irgendwie oben an. Macht kein zu großes Stück und guckt, da ein paar Zentimeter überlappen lasst. Dann können wir das nämlich einmal noch einschlagen. Dann ist das nachher auch ein bisschen einfacher. Können wir dann so, dann braucht ihr quasi nur noch hier so das Stück. Das ist dann quasi so eure Anschlagkante. Aber wenn ich das hier so sehe, glaube ich, habe ich das ein bisschen zu kurz geklebt. Hätte ein bisschen mehr sein können. Ja, Schilde baue ich nicht so oft. Ich mag Schilde eigentlich nicht gerne zu bauen. Das ist immer so eine sehr zeitraubende Angelegenheit. Aber das seht ihr ja wahrscheinlich auch im Video, dass das nicht ganz ohne ist. Jetzt hoffe ich nur, dass das hier lang genug ist. Aber so wie das aussieht, reicht das nach unten nämlich auch nicht. Ich glaube, dann komme ich mit den 3 Teilen, die ich ausgeschnitten habe, wahrscheinlich ja nicht mehr hin. Brauche ich wahrscheinlich noch ein 4. Teil. So. Dann klebe ich immer erstmal das obere an der Linie vorbei.
Wenn das nicht so ganz passt, können wir das immer so ein bisschen umknicken, dann liegt das nachher auch besser an. Also ganz genau habe ich mal wieder nicht gemacht. Also leicht knickende Optik habe ich irgendwie immer. Ist meiner Mutter auch schon aufgefallen, dass ich so einen leichten Linksdrall habe. Irgendwie. Naja, gut. Und irgendwas hat ja jeder mittlerweile. Aber ich glaube, damit kann ich noch leben. So. So, auf der Geraden ist das gar kein Problem mit dem Verkleben. Nur halt immer, wenn er hier so Biegungen drin hat, dann müsste immer so ein bisschen das so nach innen. Dann geht das eigentlich ganz gut. Ich hoffe, das kann man so halbwegs ein bisschen erkennen, was ich hier so betreibe. Das wird mich ein bisschen ärgert, dass die Matte nicht lang genug ist. Ich hatte gehofft, dass das bis unten reicht, aber naja, gut. Das ist nicht so. Aber ich denke mal so, um euch das zu erklären, reicht das erstmal. Müsste eigentlich gehen. So, ich mache, dass die Kamera nicht durch die Bewegung wieder anfängt zu flackern. So, hier macht man nur so ein kleineres Stück. Ich hoffe, das kann man sehen. Wie gesagt, in den Kurven oder Biegungen dann nur so ein kleines Stück machen und dann gucken, dass er das hier so ein bisschen auf die Wölbung runter macht. Dann klappt das eigentlich ganz gut. Dann habt ihr hier auch nicht diese Wellen, die sich dann bilden. Also hier, ich übertreibe jetzt mal hier so, ne? Wenn das dann runter macht und ein bisschen zieht. Durch den Kleber geht das gut, aber wie gesagt, immer nur so kleinere Stücke dann kleben. Wenn das mit Heißkleber, können wir natürlich auch mit Patix machen, aber das liegt ja noch nicht. Und dann natürlich halt nicht vergessen, dass ihr beide Seiten kleben müsst. So. Ja, wie ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. Und an den Stellen, wo sich dann so eine kleine Beule bildet, einfach ein bisschen mehr drauf drücken und dann passt das schon. Mhm. So. Hier gucken wir jetzt mal, bis wohin wir müssen. Dann machen wir immer eine Linie mit dem Edding. Wie ihr seht, das klappt eigentlich ganz gut. So ein klein bisschen Wellen habt ihr noch drin, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Wenn noch ein bisschen größer ist, macht er noch mal ein bisschen Kleber. Dann passt aber auf, dass euch die Finger nicht verbrennt und dann klappt das eigentlich ganz gut. So, würde ich sagen, dann machen wir hier einen Teil nach. Dann mache ich jetzt erstmal nur so ein kleineres Stück wieder. Aufpassen, wenn ihr zu dick drauf gemacht habt. Der Heißkleber, der kommt nämlich dann aus den Ritzen raus, wie bei mir jetzt. Dann am besten ein klein wenig warten, damit euch die Finger nicht verbrennt. Und dann könnt ihr das nämlich ganz gut andrücken. Aber wie gesagt, passt immer ein bisschen auf mit Heißkleber, ihr habt euch ziemlich schnell die Finger verbraten. Mittlerweile habe ich, glaube ich, schon ein bisschen Hornhaut an den Finger. Also so oft verbrenne ich mich mittlerweile nicht mehr. Aber das kann passieren. So. Machen wir wieder ein Stück. Wie ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. So. Dann haben wir jetzt, Kugelschreiber, haben wir ja jetzt hier diese Mittellinie gemacht. Können da eigentlich dann hingehen. Macht hier so eine Linie drauf. So. Schere. So.
So. Dann haben wir nämlich hier unten dann auch schon mal die Spitze. Da will ich euch nämlich noch ein bisschen zeigen. So. Und immer gucken hier an den Übergängen, dass ihr da versucht möglichst genau zu arbeiten. So, dann könnt ihr nämlich hier das Teil, was ihr hier abgeschnitten habt, nämlich hier dran. Und dann passt das nämlich hier auch schon. Macht er dann auch wieder nur so ein kleineres Stück. Erstmal. So. Das ist immer so ein bisschen frickelig, das Stück hier zu machen. Aber das klappt eigentlich ganz gut. So. Ich hoffe, dass man das alles sehen kann. Einmal rund haben wir jetzt bis auf hier das obere Teil. So, dann fangen wir mal hier wieder an einer Stelle an. Ich hoffe, das kann man gut sehen. So. Kleben wir das nämlich noch einmal hier so rund. Könnt natürlich auch erstmal hingehen, das Ganze dann erstmal einschlagen. Ja, also hier die Seitensachen komplett und dann das obere Teil dann erst später dran. Das kann man natürlich auch, aber das liegt dann an euch, wie ihr das am liebsten machen wollt. Ja, ich mache es jetzt so, wie gesagt, was ich zeige, das ist immer so, wie ich es mache. Das ist nicht die Weisheit aller Sachen. Wenn ihr dann eine andere Methode habt, die einfacher oder besser geht, ne? Wie gesagt, das ist nur so, wie ich baue. Gucken wir mal hier. Das ist das Schöne, hier kann man dann sehen. Das schneiden wir dann gleich ab. Nehmen wir eine Schere für, dann können wir das nämlich direkt in einem abschneiden. So. Dann passt das nämlich hier von dem kleinen Stück nämlich auch rein. Und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, ich bin jetzt doch mit den 3 Teilen ausgekommen. Ich hatte schon gedacht, ich hätte irgendwie mich total verpeilt, aber nein, alles gut. So. So, dann haben wir nämlich noch einen kleinen Tipp. Und zwar habt ihr ja hier diese Kanten hier. Ja. So, jetzt gucken. Das Ganze müssen wir ein bisschen ziehen. Dann kommt das nämlich auch von der Länge alles so hin. Vielleicht nicht auf einen Millimeter, aber so genau baue ich dann auch nicht. Also, so ein Millimeter Fuchser bin ich da nicht. Ja? Und dann habt ihr das ungefähr auf derselben Länge wie die anderen Dinger auch. So. Dann zeige ich euch mal ein bisschen noch, wie ich das hier einschlage, aber das ist im Endeffekt, ich mache dann immer hier so in die 45 Grad Phase ordentlich nochmal rein. Und dann hier so auf die Gerade noch. Am besten je nachdem auch immer nur so stückchenweise. Ich bin mal jetzt wieder ein bisschen wieder viel zu schnell. Das könnte dann in die Hose gehen. Aber bei der Länge geht das. Manchmal könnte man ein paar Arme mehr gebrauchen. Ja, kennt ihr ja vielleicht auch. Wichtig ist, dass er das dann gut andrückt. Vor allen Dingen hier so in den Biegungen. Das Ganze, das machen wir jetzt einmal rundherum dann, so wie jetzt hier an dem Teil. Dann wollen wir mal gucken. Und zwar 2 Schablonen hatte ich noch vom Drachen. Also ich habe mal geguckt, der Schild, den habe ich gebaut 2013. Also hat der relativ lange gehalten mit den
Latex. Ne? So. Dann habe ich hier aus 6er Matte diesmal. 3er Matte, das ist mir auch noch nie passiert. Da habe ich nämlich nichts mehr. Muss ich erstmal neu bestellen. Das ist mir auch noch nie passiert. Also ja. Und dann noch in Schwarz. Also ja. Jetzt habe ich hier schon mal so ein bisschen die Linien und alles drauf gemalt. Wie ihr seht, hier ist nicht wirklich viel drauf. Das ist wirklich nur, ja, nur die Grundform. Ja. So, dann gucken wir uns das mal an. Da ist dann hier den Flügel, den Hauptkörper, noch ein Stück vom Schwanz und den Arm, den habe ich auch ein bisschen anders gemacht wie beim Original. Hätte ich vielleicht nicht. Dann unten noch für die Kette noch so eine Scheibe, so einen halben Softball. Mal gucken. Bin mal gespannt. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, weil ich das Ganze hier erstmal drauf bringe. So, hier so. Ja, ich sag jetzt mal, das reicht. Dann machen wir jetzt hier erstmal den Flügel noch dran. Den Rest gucken wir dann gleich. So. Ups, das sieht man nicht so gut. So. Die Sachen bauen wir gleich. Dann werden wir jetzt erstmal hier den Flatterflügel drauf machen. Mal schon ein heiß Kleber vorausgesetzt. Die Gabel ist lang genug. So, jetzt müssen wir gucken. Der kommt nämlich hier so dran. Machen wir nur so ein kleineres Stück. Dann kann ich das nämlich, ups, dann kann ich das Ganze nämlich hier schon mal so weit fixieren und mache dann den Rest, damit das auch einen schönen Übergang hat. So. Ja, das sieht doch schon mal ja nicht gut. Ja, nicht gut aus. Gar nicht schlecht, meine ich natürlich, Leute. So. Jetzt machen wir hier die Linien. Das ist nicht ganz so, aber naja, egal. Tun wir mal wieder das machen, was wir sonst auch immer machen. Wir improvisieren. Den Ring habe ich. Jetzt der der Lötkolben müsste auch heiß genug sein. Dann gehe ich jetzt erstmal bei den Hauptlinien nach. Die mache ich auch ein bisschen tiefer. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Gut, so. Der Drache ist soweit fertig. Die Kugel ist auch okay. Und da vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Dann muss man noch die Kette, noch den Rest dran machen. Und die Nieten am Rand. Ich sehe, hier sind noch ein, zwei Stellen, wo ich noch ein bisschen nachschleifen und so was muss. Nieten habe ich auch schon die meisten drauf. I feel nauseous, believe me. Dann machen wir noch die letzten Nieten drauf.
Das war jetzt der zweite Teil. So sieht das Ganze ja jetzt aus. Ne? Ein bisschen anders wie beim ersten Mal. Aber das gefällt mir so auch richtig gut. Oben das Teil habe ich mal ein bisschen größer gemacht. Also hier oben das Teil, was ich noch dran gesetzt habe, weil ich immer ein bisschen die Schulter bis hier frei hatte. Also das ist noch so ein bisschen als Schulterschutz gedacht. Die Nieten habe ich diesmal auch ein bisschen anders dran gemacht, weil das einfach einfacher war, wieder von die Abgüsse zu machen. Zumal ich das Ganze ja jetzt mit Flexipaint machen will und ihr wisst ja, die Farbe ist ja nicht ganz günstig im Vergleich zu Latex. Das wird mich wahrscheinlich wieder was kosten, aber dafür wird es dann wahrscheinlich auch ewig halten. Außer das Schild wird irgendwann mal kaputt gekloppt, was ich allerdings nicht denke. So, dann hoffe ich mal, das ganze Projekt gefällt euch wieder. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen und die Glocke, da ihr keins meiner Projekte verpasst. Abos kosten nichts, ne? Und ihr unterstützt mich. Ich freue mich über jeden von euch. Übrigens nochmal Dankeschön schon für die 500 Abos. Habe ich bei den letzten Videos irgendwie verpeilt, mich für zu bedanken bei euch. Freut mich unheimlich. Wir gehen jetzt auf die 1000 langsam an. Obwohl wir sind gerade ins über 500. Aber ist egal. Freue mich trotzdem, Leute. Ich hoffe, die Videos gefallen euch. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder was habt oder generell irgendwas, könnt ihr ja unter die in die Kommentare schreiben. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Wir sehen uns.